In diesem Video möchte ich euch eine Skala von David R. Hawkins vorstellen, die meiner Meinung nach sehr interessant ist und viele Menschen, die ernsthaft psychonautisch unterwegs sind, interessieren dürfte. Sie heißt die Stufen des Bewusstseins. Die Skala lässt sich in zwei Kategorien unterteilen. Die unteren Emotionen gehören dem niedrigen Selbst. Hier besitzt man ein Mangelbewusstsein. Man ist im Überlebensmodus und sieht sich als getrennt von seiner Umwelt an, weshalb man haben will. Hier befinden sich übrigens laut Hawkins 85% der Menschheit. Die oberen Emotionen sind Emotionen des höheren Selbst. Hier besitzt man ein Füllebewusstsein. Man ist im Schöpfermodus und fühlt immer mehr die Verbundenheit mit der Umwelt, weshalb man geben will. Hier sind 15% aller Menschen vorzufinden. Je weiter unten sich ein Mensch befindet, desto schwerer ist es, ihn einer Ebene zuzuordnen. Es gibt Persönlichkeitsanteile, für die sich ein Mensch schämt, und Anteile, die er vielleicht schon akzeptiert. Auch die verschiedenen Lebensbereiche wie Arbeit, Beziehung usw. können sich auf verschiedenen Ebenen befinden. Die eigene Schwingung kann sich auch von Tag zu Tag ändern. Jede Person befindet sich aber in einem gewissen Bereich. Wie du merkst, befindet sich nicht jeder Mensch stabil auf einer Ebene. Die Stabilität nimmt mit höheren Ebenen jedoch immer weiter zu. Gewisse höher liegende Ebenen kannst du nicht betreten, wenn du nicht in allen Lebensbereichen hoch schwingst und auf einer hohen und stabilen Ebene bist. Bevor ich damit anfange, hast du jetzt Zeit, im Vorhinein aufzuschreiben, welche Emotionen du oft spürst und wie du gegenüber dem Leben eingestellt bist. Was ist dein Glaubenssatz über das Leben? Ist es unfair, schön, perfekt oder hoffnungslos? Damit kannst du im Nachhinein schauen, auf welcher Ebene du dich momentan befindest. Mache dies aber lieber vor dem Video. Kommen wir nun zu den Stufen des Bewusstseins nach Hawkins. Die erste Ebene ist Schande und Scham. Wenn man auf diesem Bewusstseinslevel schwingt, fühlt man nichts als Erniedrigung. Es ist selbstgebündelter Hass gegen einen selbst und gegen alles, was man macht. Aber auch andere kann man nicht lieben, da man seinen eigenen Selbsthass auf andere Menschen projiziert. Selbstbewusstsein ist auf dieser Frequenz ein Fremdwort. Man betrachtet das Leben als einziges Elend. Ein Glaubenssatz, welcher dich hier schwingen lässt, ist: Ich bin nicht genug. Die zweite Ebene ist Schuld und diese befindet sich auf Frequenz 30. Hier kann man sich und anderen vergangene Sachen nicht verzeihen. Äußere Umstände sind schuld an der aktuellen Lebenssituation und dem inneren Wohlbefinden. Verantwortung übernehmen ist ein Fremdwort für Menschen auf dieser Ebene. Auf diesem Bewusstseinslevel macht man sich Vorwürfe und Sätze wie „Ach hätte ich doch, ach wäre ich doch, ach könnte ich doch mal" hört man oft. Sie sehen sich als Opfer ihrer Umstände, ihre Sicht auf das Leben ist böse und ungerecht. Kommen wir nun zur dritten Ebene, welche sich auf Frequenz 50 befindet. Sie heißt Apathie. Apathie bedeutet so viel wie Teilnahmslosigkeit. Man gibt sich und sein Leben vollkommen auf und vegetiert vor sich hin. Hier sind beispielsweise Obdachlose vorzufinden. Menschen auf dieser Ebene strahlen sehr viel Verzweiflung aus und wissen nicht mehr weiter. Sie glauben, es gebe keine Handlungsmöglichkeiten, um aus ihrer Situation zu kommen. Das Leben betrachten sie als hoffnungslos und verloren. Die vierte Ebene ist die Ebene der Trauer und schwingt auf 75. Hier sind viele depressiv erkrankte Menschen vorzufinden. Wenn man auf dieser Ebene angekommen ist, macht man schon die ersten Fortschritte, da man schon einige Gefühle zulässt. Nichtsdestotrotz ist noch sehr viel Luft nach oben. In dieser Phase wird häufig die Vergangenheit aufgearbeitet. Man beschäftigt sich viel mit ihr und bereut sehr viel. Man bereut, wieso etwas so und so passiert ist, was umso mehr Trauer auslöst. Loslassen ist eine wichtige Fähigkeit, welche erlernt werden muss, um diese Ebene zu verlassen. Fragt man Menschen auf dieser Ebene, was sie vom Leben halten, kommt als Antwort häufig: Das Leben ist tragisch. Die Furcht ist die fünfte Ebene nach Hawkins Skala und schwingt auf 100. Das Leben ist gefährlich und riskant. Überall drohen Gefahren und die eigene Existenz fühlt sich unsicher an. Menschen auf dieser Ebene haben existenzielle Krisen und Ängste. Man denkt viel darüber nach, was andere Menschen von einem denken und passt sich deshalb jedem Menschen an. Man ist also bei jedem Menschen ein bisschen anders. Wer am meisten daran leidet? Du. Hier hat man einfach Angst vor dem Leben. Typische Glaubenssätze sind: Wenn ich zu viel Geld mache, nehmen es mir die Leute weg. Dieser führt dann letzten Endes dazu, dass man nicht zu viel Geld macht. Die sechste Ebene dieser Skala ist die Begehrlichkeit, was übersetzt so viel wie Verlangen bedeutet. Hier sind Menschen auf etwas Äußerliches angewiesen, um innerlich erfüllt und glücklich zu sein. Ohne die eine Sache ist man nicht vollkommen. Hier finden sich sehr viele Menschen wieder, welche beispielsweise abhängig von Drogen und anderen materiellen Dingen sind. Im Vergleich zu den anderen Ebenen bemüht sich ein Mensch hier immerhin um sein eigenes Glück, sucht aber vergeblich am falschen Ort. Wahres Glück ist nur im Inneren zu finden. Eine Emotion, die auf dieser Frequenz schwingt, ist beispielsweise die Gier. Da die Gier durch das Füttern und das Konsumdenken immer hungriger wird, gibt man sich immer schwerer zufrieden. Man ist dem Leben gegenüber undankbar und das Leben ist enttäuschend.
Kommen wir zur 7. Ebene, Zorn und Wut. Wünsche und Bedürfnisse wurden noch nicht erfüllt und das Leben läuft und lief nicht so, wie man es sich vorstellt. Wut wird oft mit Aggression und Gewalt verwechselt. Jedoch sind Aggression und Gewalt stets angreifende Energien, während Wut Qualitäten von Mitgefühl, Verletzlichkeit und Sensibilität in sich trägt. Die Liebe für das Gegenüber geht bei der reinen Wut nicht verloren. Aggression und Gewalt sind Arten der Vermeidung von Wut. Wenn man wütend ist, gesteht man dem Gegenüber, dass man verletzt ist. Wenn man dies nicht tut, verwandelt sich die Wut beispielsweise in Aggression und später noch in Gewalt. Wut ist explosiv gebündelte und bewegende Energie, mit der man was erreichen kann. Jeder kennt den Boxer, den die Wut vorantreibt, immer besser zu werden. Trotzdem ist die explosive Energie nicht sehr gesund und nur die wenigsten können Wut von Aggression und Gewalt trennen, weshalb viele auf dieser Ebene sehr viel Hass in sich tragen und dem Leben feindselig gegenüberstehen. Wenn man bereit ist, sich mit der Wut auseinanderzusetzen und den Hass zu überwinden, kann man höhere Ebenen erreichen. Meistens ist einem ja bewusst, worauf man wütend ist. Die 8. Ebene ist die Ebene des Stolzes. Hier schwingt man auf 175. Es ist gesünder, Stolz zu verspüren, als beispielsweise Scham, da sich Stolz tendenziell positiv anfühlt. Man hat auch eine Motivation, etwas zu erreichen. Die Motivation ist, anderen zu beweisen, wer man ist und was man besitzt. Man ist auf Äußerlichkeiten dieser Matrix stolz und identifiziert sich mit ihnen. Ich bin der viele Abonnenten hat, der einen dicken Schlitten fährt. Ich trage Markenklamotten, ich habe viel Geld und ein dickes Haus. Mit diesen belanglosen Sachen schmückt sich das Ego. Man bezieht seinen Selbstwert von außen. Da man sich auf dieser Ebene sehr gerne mit anderen vergleicht, neigt man dazu, andere runterzumachen und/oder anzugeben, um das eigene Selbstwertgefühl noch weiter in die Höhe zu treiben. Dass das Selbstwertgefühl auf Illusionen aufgebaut ist hier keinem bewusst. Das Leben stellt für diese Menschen eine Herausforderung dar, da man sich stets beweisen muss. Nun kommen wir auf Ebene 200, Mut. Dies stellt auf dieser Skala einen Schwellenwert dar, da wir hier zum ersten Mal raus aus dem Mangelbewusstsein und rein ins Füllebewusstsein treten. Hier tritt man raus aus den lebensabgewandten Ebenen. Auf dieser Ebene verspürt man das erste Mal echte, also innere Stärke. Man traut sich immer mehr, der zu sein, der man wirklich ist und seine Persönlichkeit zu entfalten. Mut ist der Türöffner zu den höher liegenden Ebenen. Gedanken und Gesprochenes sind immer synchroner. Man integriert die Negativität immer mehr und tritt in Aktion. Man bestätigt sich immer mehr und das Leben scheint einem das erste Mal machbar zu sein. Auf Ebene 250 befindet sich die Neutralität. Hier stagnieren viele Menschen, da man eine Balance im Leben gefunden hat und sehr entspannt ist. Menschen auf dieser Ebene fallen kaum zurück, möchten aber auch nicht unbedingt weiter. Es ist die Komfortzone der Bewusstseinsentwicklung, da einen das Leben zufriedenstellt und man vertrauen kann. Die eigenen Bedürfnisse sind gestillt und man braucht nicht unbedingt mehr, als man momentan hat. Gutwilligkeit stellt die nächste Stufe dar und befindet sich auf Level 310. Im Gegensatz zur Ebene davor reicht es einem Menschen auf dieser Ebene nicht, einfach nur bedürfnisgestillt zu leben. Man will sich verbessern, man steht für etwas und handelt aus der Positivität heraus. Man ist begeistert von dem, was man macht und zieht so weitere Menschen an, die man mit seiner Begeisterung ansteckt. Man steckt voller Optimismus und das Leben ist voller Hoffnung. Viele Menschen, die das Arbeiten aufgeben und sich selbstständig machen, befinden sich auf dieser Ebene. Die ersten fangen hier an, bewusster zu essen und nicht alles in sich reinzulassen. Auf der nächsten Ebene ist die Akzeptanz. Man kennt seinen Platz auf dieser Welt und realisiert, dass man nicht hier wäre, wenn einen das Universum nicht brauchen würde. Man übernimmt Verantwortung dafür, wo man sich im Leben befindet. Andere Menschen und äußere Umstände sind nicht mehr schuld an der aktuellen Lebenssituation. Man hat Vergangenes endlich komplett losgelassen und akzeptiert. Die Illusion der Kontrolle wird aufgelöst. Man realisiert, dass man absolut keine Kontrolle hat. Das Leben lenkt einen und man selbst braucht es nur zu akzeptieren. Man braucht nicht kontrollieren, was einem im Leben passiert. Man kann nur unterschiedlich darauf antworten. Wenn man mit Akzeptanz antwortet, vergibt man sich und anderen alles ganz automatisch. Das Leben ist auf dieser Frequenz sehr harmonisch. Es ist eine gute Ebene, um seine Ziele zu erreichen. Vernunft ist die nächste Bewusstseinsebene dieser Skala und befindet sich auf 400. Das ist die Ebene des Verstandes. Laut Hawkins fand sich der Physiker Albert Einstein auf dieser Ebene wieder. Generell finden sich hier viele Experten, Ärzte und Wissenschaftler wieder. Auf der Ebene der Vernunft hat man alle emotionalen Aspekte überwunden. Man kennt seine Stärken, Talente und Fähigkeiten und nutzt diese, um der Menschheit zu helfen. Man sieht das Leben als bedeutungsvoll und man fängt an, Zusammenhänge zu verstehen und ein tieferes Verständnis zu entwickeln. Aber gerade das dualistische Denken des Verstandes stellt eine Hürde bei der Entwicklung zu einem erleuchteten Wesen dar. Wenn man dualistisch denkt, betrachtet man alles als getrennt. Es gibt Grenzen zwischen dir und mir, zwischen dir und dem Baum.
Die nächsten Ebenen erreicht man nur durch ein nicht-dualistisches Denken, was einen Paradigmenwechsel des Denkens erfordert. Bei einem nicht-dualistischen Denken sieht man die Verbundenheit von allem und realisiert, dass alles eins ist. Dies erscheint dem Verstand jedoch suspekt. Laut Hawkins erreichen nur 10% aller Menschen diese Ebene. Die 14. Ebene erreicht laut Hawkins nur einer von 250 Menschen. Es ist die Ebene der Liebe. Man nutzt und sieht das Ego nur noch als Werkzeug, um zu überleben und gewisse Aufgaben im Alltag zu bewältigen. Aber wie bei jedem anderen Werkzeug wird es wieder weggelegt, wenn man es nicht mehr benötigt. Man wird also nicht mehr vom Ego beherrscht, wie es bei den meisten Menschen der Fall ist. Bei den meisten Menschen ist nämlich einfach nur der Autopilot des Egos an. Man denkt in dieser Ebene nicht dualistisch und sieht die Verbundenheit mit allem. Alles ist eins und Trennung ist eine Illusion. Ich bin du und du bist ich. Wenn das Ego aufgelöst ist, gibt es nichts mehr, was uns voneinander trennt. Man ist mit seinem höheren Selbst verbunden und erkennt seine schöpferische Kraft. Das Leben ist einem wohlgesonnen und man hat Demut vor der Schöpfung. Ein Mensch, der auf Level 500 schwingt, kann ca. 750.000 Menschen, die auf Level 200 aktiv sind, im Bewusstsein erheben und beispielsweise motivieren. Wenn du auf 540 schwingst, hast du die Ebene der Freude und bedingungslosen Liebe erreicht. Dies ist eine ekstatische Ebene, auf der du bedingungslos glücklich bist und alles ohne Bedingungen liebst. Du hast keine Ziele mehr, sondern lässt einfach alles von selbst geschehen. Du weißt, dass dir das Leben jeden Tag nur das Beste vom Besten bietet und so brauchst du dich nicht mehr wirklich um etwas zu kümmern. Es fließt dir sowieso alles ganz automatisch zu. Du fließt 100% mit dem Fluss des Lebens mit und leistest keinerlei Widerstand. Menschen auf dieser Ebene sind extremst gelassen und sehen ihre Lebenslage als komplett und vollwertig an, weshalb sie keine Ziele mehr benötigen. Sie haben schon alles erreicht und jeder Tag ist nur ein weiterer Bonus ihrer derzeitigen Vollkommenheit. Hier entsteht sehr tiefe Heilung. Deshalb sollte man an schlechten Tagen was machen, was einem Freude bereitet, oder sich eine Berufung aussuchen, die einem Spaß macht, da sich dann alles von selbst ergibt. Die vorletzte Ebene ist der Frieden. Frieden schwingt auf 600. Diese Ebene schwingt so hoch, dass sich das Ego auflöst. Man identifiziert sich kein Stück mehr mit seinem Ego, da sich hier das Menschliche auflöst und das Göttliche beginnt. Es wird ganz still im Kopf und man ist vollkommen transzendiert. Es gibt nichts mehr in der Außenwelt, was dich triggern könnte, weil du im Inneren zu 100% mit dir rein und im Frieden bist. Der Krieg beginnt nämlich in uns selbst. Laut Hawkins erreicht nur einer von 10 Millionen Menschen diese Ebene. In Deutschland dürfte es also nur ca. 8 Menschen geben, welche diese Ebene erreicht haben. Man fühlt durchgehend eine starke Glückseligkeit und das Leben ist wortwörtlich perfekt. Die Decke des menschlichen Bewusstseins ist die Erleuchtung, die höchste Bewusstseinsebene, die ein Mensch erreichen kann. Als Erleuchteter schwingst du von 700 bis 1000. Es gibt in der gesamten Menschheitsgeschichte nur einige Menschen, welche Level 1000 erreicht haben. Beispiele hierfür sind Jesus und Buddha. An diesen Personen sieht man, was für einen starken Einfluss man auf die Menschheit hat, wenn man solch eine Ebene erreicht hat und wie lange uns solche Menschen im Gedächtnis bleiben. Man sagt, dass es schon ausreicht, über diese Menschen nachzudenken, um das eigene Bewusstsein zu heben. Hier verbindet sich der Mensch mit dem Göttlichen und wird eins mit der Quelle allen Seins. Man sieht sich nicht mehr als Mensch, sondern als Gott. Das strahlt man auch aus, weshalb einen andere Menschen ebenfalls so sehen. Man fühlt und strahlt ein unbeschreiblich positives Gefühl aus und man ist einfach nur. Alles, womit man sich identifiziert, ist pures Bewusstsein. Auf Level 900 schwingt beispielsweise das Gefühl der Dankbarkeit, weshalb es eine Morgenroutine bei erfolgreichen Menschen ist. Man konzentriert sich somit auf die Sachen, die man hat und nicht auf die Sachen, die man nicht hat, womit man automatisch mehr in das Hier und Jetzt kommt. Meine Lieblingsmethode, um meine Schwingungsfrequenz zu erhöhen, ist es, ein Blatt Papier zu nehmen und mir die Sachen aufzuschreiben, für die ich dankbar bin. Ich kann euch diese Methode nur empfehlen. Was das genau bringt, erfahrt ihr in der Infokarte. So viel zu der Bewusstseinsskala nach Hawkins. Was haltet ihr von dieser Skala? Auf welchem Level befindest du dich derzeit und woran machst du das fest? Schreib es in die Kommentare. Das Leben ist eine Art Seelenschule und mit zunehmendem Alter wirst du auf dieser Skala immer höher kommen. Vergleiche dich doch mal mit deinem früheren Selbst, beispielsweise vor einem Jahr. Erkennst du deinen Fortschritt? Viele durchlaufen in Krisen, verschiedenen Lebensbereichen und gewissen Situationen die Stufen von unten nach oben. Auch auf einer psychedelischen Erfahrung kommt es oft dazu, dass man nicht direkt die Erleuchtung erfährt, sondern erstmal durch gewisse Ebenen hindurch muss, wie zum Beispiel Angst oder Einsicht. Solange du deine Fehler nicht einsiehst oder deine Ängste durchlebst, geht es nicht weiter Richtung Liebe, Frieden und Erleuchtung. Aber allgemein ist das gesamte Leben ein Prozess, bei dem man von unten nach oben aufsteigen soll. Übrigens, man ist nicht besser, wenn man auf einer höheren Ebene ist. Allein so zu denken disqualifiziert einen von den höheren Ebenen. Alles ist ein Prozess und es ist perfekt, wo du gerade bist. Da, wo du gerade bist, ist der Ort, an dem du gerade sein musst, um am meisten über dich zu lernen.